Die vollständige Evolution des Quetzalcoatl-Quetzalcoatl ist einer der bekanntesten Pterosaurier und gehört zur Familie der Adarchid. Es ist das größte fliegende Tier, das jemals lebte, mit einer Flügelspannweite zwischen 10 und 12 Metern. Die Evolutionsgeschichte des Kartells erstreckt sich über mehrere 10 Millionen Jahre, von der Entstehung der ersten Pterosaurier über die Schüttelperiode bis hin zur Entstehung der Östohid in der späten Kreidezeit. Seinen Evolutionspfad und seine Vorfahren analysieren. Ursprung des Pterosauriers, der Terrassenzeit vor 230 Millionen Jahren Pterosaurier, waren die ersten Wirbeltiere, die aktiv fliegen konnten. Sie tauchten vor etwa 230 Millionen Jahren im späten Trio auf. Ihre Herkunft ist mit den Archosaurus verbunden, einer Gruppe von Reptilien, die Vorfahren, Dinosaurier, Vögel und Krokodile umfassen. Der Pterosaurier-Vorfahre Scleroclus erschien vor 240 Millionen Jahren. Der Name der Sklera, Moklus, kann aus dem Griechischen übersetzt werden und bedeutet hart oder hart. Die vollständige Bedeutung kann als hart springen oder hart schnell interpretiert werden. Dieser Mund gilt als eine frühe Darstellung des Archosaurus, nahe an den Ursprüngen der Dinosaurier und Pterosaurier. Es handelt sich um ein kleines Stachelfußreptil, das als potenzieller Vorfahre des Pterosauriers gilt. Es hat lange Hinterbeine und einen sehr leichten Körper, der es auf dem Boden schnell und flexibel macht. Diese Vorfahren konnten nicht fliegen, entwickelten aber leichte Knochenstrukturen und schlanke Finger, die die Grundlage für die Entwicklung der Flügel bildeten. Die frühesten Pterosaurier. Die frühesten Pterosaurier tauchten am Ende der Trias auf. Sie haben riesige membranartige Flügel, die von 4 schlanken Fingern getragen werden. Darunter. Es existierte vor etwa 210 Millionen Jahren. Die Flügelspannweite dieses Pterosauriers erreichte etwa 1 Meter und verfügte über Zähne, die zum Fischen geeignet waren. Der Name und der Ton Morphodon können aus dem Griechischen übersetzt werden, um echte Doppelzähne zu haben. Oidiomorphodon kann als echte 2 Arten von Zähnen interpretiert werden. Der Name hängt mit der Besonderheit der Struktur der Zähne dieses Pterosauriers zusammen, die für den Verzehr verschiedener Lebensmittel geeignet sind. Er litt an einer anderen Fingerkrankung der frühen Pterosaurier und ernährte sich möglicherweise von kleinen Beute. Der Name Prion-Fingerkrankheit kann als Finger eines Prions übersetzt werden, was sich auf den Namen des Ortes bezieht, an dem seine Fossilien gefunden wurden. Phreon italienisch, Dacteus, griechisch, Dactius bedeutet Finger. Prionadactius bedeutet somit wörtlich den Finger des Prions, was auf den geografischen Ursprung der Art und möglicherweise auch auf ihre strukturellen Merkmale hindeutet. Frühe Pterosaurier. Flug entwickelte sich vor 200 Millionen Jahren während der Jura. Während der Yorkzeit begannen sich die Pterosaurier aktiv zu entwickeln, ihre Größe zu vergrößern und ihre Anatomie für lange Flüge zu verbessern, und sie wurden in 2 Hauptgruppen eingeteilt: frühe Pterosaurier, frühe Pharenko-Idee und Pterosaurier. Übrigens, Pterodactyle-Idee gehörte zu Quetzalcoatl. Rhampharinhotz. Dieser Pterosaurier hatte einen langen Schwanz mit einer Klinge am Ende. Für einen stabilen Flug. Diese Fleischfresser ernähren sich vor allem von Fischen und Insekten. Dies sind kleine Pterosaurier mit einer Flügelspannweite von 1 bis 2 Metern. Sie werden zur Grundlage für die Entwicklung größerer und komplexerer Formen. Pterosaurier. Im späten Jura, vor etwa 150 Millionen Jahren, tauchten die ersten Pterosaurier auf, die sich von Tranphorinis durch große Schwänze und große Flügel unterschieden. Das macht sie zu den besten Gleitpiloten. Pterosaurier ist einer der frühesten Vertreter des Pterosauriers.
Sein Schädel ist dünn und seine Zähne sind schlank, was beim Fischen hilft. Der Vorfahre von Xarquata war Asdashid aus der Familie der Pterosaurier vor 140 Millionen Jahren in der Kreidezeit, zu der Xark gehörte. Diese Pterosaurier waren spezialisiert auf die Landjagd und hatten eine einzigartige Anpassung an diese Lebensweise. Entstehung der Asdashid. Die Asdashid entstanden vor etwa 120 Millionen Jahren am Beginn der Süßenperiode und zeichnen sich durch einen langen und dünnen Hals, einen zahnlosen Schnabel und kraftvolle Gliedmaßen aus, die ihnen die Bewegung ermöglichen. An Land haben sie eine sehr leichte Trägheitsstruktur. Trotz ihrer enormen Größe ist ihr Skelett intakt, was sie fähiger fliegen macht als die Adashid. Die Tupxuara lebten vor etwa 110 Millionen Jahren. Der Name der Tupuxuaras kommt von der Tupi-Sprache, einer der indigenen Sprachen Südamerikas, und kann als Geist des Windes oder Geist der Luft übersetzt werden. Tupox stammt aus dem Wort in der Tupe-Mythologie, das sich auf Seelen oder übernatürliche Wesen bezieht. Vara bedeutet Geist oder Entität. Daher kann Tupuxuara als der Geist des Windes interpretiert werden, was möglicherweise mit seiner Fähigkeit zu fliegen und im Luftraum zu leben hat. Dieser Kopf des Flügeldrahns hat einen Kamm und lange Flügel. Er ist Fisch und wahrscheinlich Aas. Tapizara ist der Name von Topijara. Abgeleitet von Tupiguara, einer der indigenen Sprachen Brasiliens, übersetzt als Ältester oder Meister, Meister oder Lord des Landes der Tara oder des Landes der Yara. Daher kann Tapijara als der Besitzer des Landes oder der Besitzer der Straße interpretiert werden, was möglicherweise den Respekt der indigenen Völker für dieses Geschöpf widerspiegelt. Obwohl der Name der modernen Wissenschaft zugewiesen wurde, hat er einen großen Schnabel und helle Balken, die wahrscheinlich verwendet wurden, um Tapir-Partner anzulocken, was auf die verschiedenen ökologischen Strategien hinweist, die zur Entstehung des Quetzalcoatles führten. Entwicklung der Dimension. Im Laufe der Zeit wurden die Adashids immer größer und ihre langen Gliedmaßen ermöglichten es ihnen, an Land zu jagen, wo sie kleine Tiere fangen und sogar Dinosaurierjungen jagen konnten. Hatzigapteryx. Dieser riesige Pterosaurier aus der Familie Ostorhid, der vor etwa 70 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit lebte, ist als einer der größten und massivsten Pterosaurier bekannt und hat eine einzigartige Anpassung an das Leben auf der Erde. Die Flügelspannweite beträgt etwa 10-12 Meter und die Halslänge ist kürzer als die meisten Adochiten, aber sehr massiv. Gewichtsschätzungen variieren und können bis zu 300 Kilo betragen. Die Länge des Schädels hilft, 3 Meter zu erreichen. Der Schädel ist breit und stark, mit einem riesigen Kinn. Es wird oft mit Kässikel verglichen, obwohl Hatzigapteryx für das Landleben größer und mächtiger erscheint. Oramburg ist eine Gattung der Riesenpterosaurier und der Azarchid-Familie, die vor etwa 70 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit lebte. Dieser Pterosaurier ist bekannt für seine enorme Größe und gilt als eines der größten bekannten Mitglieder seiner Oranburgs-Auer-Gruppe, vergleichbar mit anderen riesigen Asahidren wie Quetzalcoatl und Hatzigapteryx. Trägt den Titel des größten Pterosauriers. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 13 Metern und einer Halslänge von bis zu 3 Metern ist der Hals schlank, aber kräftig. Es wird vermutet, dass die Masse 250 Kilogramm beträgt. Wie andere Adachiden verbrachte Aramburgiane wahrscheinlich viel Zeit auf der Jagd auf kleine Beute an Land und sie benutzte möglicherweise ihren langen Schnabel, um Tiere zu fangen oder auf der Wasseroberfläche nach Nahrung zu suchen.
Es wird vermutet, dass Pterosaurier kleine Reptilien, Dinosaurier, Fische und sogar Laubtiere jagten. Der schlanke Schnabel eignet sich hervorragend für die Jagd auf offenen Ebenen. Die Art bewohnt Küstengebiete im Tiefland, kann aber auch lange Entfernungen auf der Suche nach Nahrung zurücklegen. Das Erscheinen von Keksaku fand vor 66 Millionen Jahren in der späten Kreidezeit statt und Quetzalcoatl, einer der letzten Vertreter des Pterosauriers, erschien vor etwa 70 Millionen Jahren. Er lebte in den offenen Ebenen Nordamerikas, die damals das Territorium, die Größe und die Anatomie des heutigen Texas bedeckten. Die Quetzalcoatl hat eine Flügelspannweite von 12 mm und wiegt etwa 250 Kilogramm. Sein Hals ist lang und flexibel, was ihm bei der Jagd an Land hilft. Der Kopf des Quetzalcoatls ist etwa 2,5 Meter lang und der kraftvolle zahnlose Schnabel ermöglicht es ihm, Beute zu fangen. Die Gliedmaßen sind stark und lang, was seine Bewegungen über Land schnell und flexibel macht. Ökologische Nische. Quetzalcoatl führte wahrscheinlich eine Lebensweise an Land und in der Luft und jagte Kleintiere und aß. Am Land bewegt er sich mit allen Gliedmaßen und nutzt kraftvolle Vorderbeine für Schnappschläge. Sein Flug ist kreisend und nicht aktiv, was es ihm ermöglicht, lange Strecken auf der Suche nach Nahrung zurückzulegen. Pterosaurier starben vor 66 Millionen Jahren aus. Katzenzyklen oder andere Pterosaurier starben am Ende der Kreidezeit aus. Als Folge eines katastrophalen Ereignisses führte der Sturz dieses Asteroiden zum Massensterben, wobei der Klimawandel, die Zerstörung von Ökosystemen und das Verschwinden der üblichen Beute zu den Hauptursachen für das Aussterben der Pterosaurier wurden. Die Bedeutung von Quetzalcoatl und seinem Nachfolger Quetzalcoatl stellt den Höhepunkt der Pterosaurier-Revolution dar und zeigt eine einzigartige Anpassung an das Leben an Land und in der Luft. Seine enorme Größe und seine Spezialisierung auf die Landjagd machen es zu einem der beeindruckendsten Kreaturen, die jemals auf der Erde lebt haben. Sein Vermächtnis hilft zu verstehen, wie sich große Wirbeltiere an unterschiedliche Umgebungen anpassen und zeigt auch, wie sich Pterosaurier entwickelt haben, um Land- und Luftnischen zu nutzen. Die Forschung zu Quetzalcoatl und seinen Vorfahren inspiriert Wissenschaftler weiterhin und zeigt, wie die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der alten Tiere ihnen halfen, Millionen von Jahren zu beherrschen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Daumen nach oben und einen Kommentar hinterlassen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auch die Klingel zu klingeln, um neue interessante Videos nicht zu verpassen.